Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Da hinten bellt der Hund, aber darum geht es jetzt nicht. In diesem Video habe ich hier Afrika Twin Nummer 1 und Afrika Twin Nummer 2 dabei. Plus ein Zelt. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Es ist Freitagnachmittag, als wir uns bei diesem Prachtwetter im März auf die Afrika Twins schwingen. Kaum summt der Motor unter mir, fühle ich mich so frei und lebendig, wie ich es seit meiner ersten Fahrt auf einem motorisierten Zweirad 2017 tue. Endlich wieder auf Queenie, der alten Motte hier. Es braucht nicht mehr als das vertraute Bike und die schöne Landschaft, um in solchen Momenten glücklich zu sein. Und da Zelten auf einer Motorradtour der beste Weg ist, um noch mehr in die Natur einzutauchen, ist das mobile Haus auch im Gepäck. So, gerade angekommen an dem Campingspot, dann wollen wir mal schauen, wie schnell ich das Zelt jetzt zum zweiten Mal aufbaue. Wie gesagt, zweites Mal, also bitte nicht so streng sein, ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Zack, die Zeit läuft. Ich stelle es mal hier unten hin, da sind schon 5 Sekunden abgegangen. So, Zelt steht. Was sagt die Zeit? 5 Minuten und sagen wir 40. Dafür, dass ich das Zelt das zweite Mal aufgebaut habe. Ich habe bei dem Expert länger gebraucht. Das gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Freunde. Leute, neues Gepäcksystem haben wir auch dabei. Das testen wir hier gerade zum ersten Mal für die Albanien-Montenegro-Geschichte. Adventure Country Tracks, Leute. Der Mai ist unser Monat. Da wird gereist und zwar Offroady. Das war's. Noch nicht. Oh, Mensch gegen Tasche, wer wird gewinnen? So, das Schlafzelt ist noch leer. Das ändert sich jetzt. Das ist mal ordentlich viel Platz. Jetzt mal schauen, wie sich das anfühlt, da die erste Nacht zu zweit drin zu verbringen. Ja, langsam wird es draußen dunkel und vor allem auch kalt. Wir haben Mitte März, das heißt, ja, mit 18 Grad, die wir heute am Tag hatten wir richtig Glück. Aber ich glaube, die Nacht wird kalt und man merkt, wenn die Sonne weg ist, dann Jacke übergezogen. Und ja, das ist wirklich schön, dass man jetzt hier auch drin sitzen kann. Wir trinken uns jetzt hier ein Weinchen und dann melde ich mich morgen früh wieder. Gute Nacht, Freunde. Morgen. Ich bin gerade wach geworden. Also wach kann man jetzt nicht so sagen. Wach bin ich noch nicht richtig, aber zumindest habe ich die Augen mal aufgemacht. So schön. Alles schläft noch, außer die Vögel und die Natur. Und ich lausche dem jetzt gerade einfach noch mal ein bisschen. Für alles andere bin ich hier noch zu müde.
Also ich habe heute Nacht echt richtig gefroren und das mit dem gleichen Schlafsack, den ich im Februar schon hatte, und da habe ich nicht gefroren. Allerdings hatte ich auch heute weniger an. Beim Zelten im Februar hatte ich eine Mütze auf und noch einen dicken Hoodie und zwei Hosen hatte ich an und Wollsocken. Normalerweise sagt man ja, man soll nackt in so einen Schlafsack oder so nackt wie möglich, damit die Körperwärme an den Schlafsack abgegeben werden kann. Bei mir funktioniert das nicht. Ich friere, wenn ich nackt da drin liege, richtig doll. Dementsprechend wenig Schlaf hatte ich auch die letzte Nacht. Ich war sehr viel wach und habe gedacht, mir ist kalt. Mein Schlafsack ist übrigens der Alaska 900 von Cumulus. Das ist ein Daunenschlafsack. Und wie fandest du es heute Nacht hier zu schlafen? Mir kam es so vor, als wäre es deutlich frischer in diesem Zelt, gerade zu der Jahreszeit. Dadurch, dass der Raum hier, die Schlafkammer größer ist, staut sich die Wärme nicht so. Ist allerdings auch ein Pluspunkt im Sommer, weil da möchte man die natürlich auch nicht haben. Und im Sommer ist ja auch eher eigentlich die Campingsaison. Von daher ist das mit der Wärmegeschichte je nach Anwendung eher wahrscheinlich bei den meisten ein Pluspunkt als ein Negativpunkt. Auffällig fand ich jetzt, dadurch, dass wir hier diese steilen Wände haben, hat man, obwohl die Schlafkammer relativ klein ist, mit einer 1,40er Breite und 2 Meter Länge, trotzdem mehr Raum, mehr Platz als in anderen Zelten mit der gleichen Größe, weil durch die steilen Wände man im Kopf- und Fußbereich nicht so viel Zeltplane hat, wodurch das Ganze auch etwas größer erscheint. Als wir heute Morgen wach geworden sind, war es 6:30 und wir haben dann noch bis um 8 Uhr hier im Zelt gelegen und ein bisschen die Augen zugemacht. Und da finde ich, ist schon echt ein Vorteil, dass es so diesen roten Stoff hat, der das Ganze auch abdunkelt, wenn man die Schlafkabine komplett zumacht, sodass man echt die Chance hat, obwohl es draußen hell ist, noch mal so ein bisschen sich auszuruhen. Während hier durch den Hintereingang des Zeltes die Sonne langsam das Zelt aufwärmt, werde ich jetzt mal nach vorne gehen und dort schön einen Kaffee kochen. Es ist ein bisschen windig heute und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier im Zelt drin, wo es sich jetzt auch wirklich durch die Sonne ein bisschen aufwärmt langsam, den Kaffee kochen kann, weil ja, wir haben hier so viel Platz, da ist das gar kein Problem. Kaffee ist gleich fertig und dazu gibt es heute lecker Geburtstagskuchen von meiner Mom. Die ist nämlich 60 geworden und da habe ich mir den noch glatt mal, der war noch übrig geblieben, mitgenommen. 60 Jahre. Ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit bis dahin. Oh, Mist daneben. Ach, Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So ist es wirklich, finde ich. Das hatte ich übrigens beim letzten Mal gar nicht so richtig deutlich gemacht, dass das ja wirklich 2 Eingänge hat, das Zelt. Und sobald es etwas wärmer ist und sich das im Zelt sehr stark aufheizt, ist das natürlich auch ein sehr großer Vorteil, um da mal durchzulüften. Weil das klappt natürlich dann richtig gut, im Schlafzelt mal einmal Luft durchzulassen. Ja, und jetzt, wenn es so ein bisschen windig ist, dann merkt man schon, dass der Wind die Zeltplane bewegt. Aber außer, dass man das eben so ein bisschen hört, wenn man drin liegt und es sonst ganz still ist, stört das nicht. Beim Campingplatz Waldwinkel sind wir hier. Ich kannte den vorher auch nicht, aber das ist wirklich ganz nett gelegen hier am nördlichen Teutoburger Wald bei Bramsche. Und der ist allerdings nicht nur für Wohnmobile, wie man jetzt denken könnte. Das Schöne ist, dass es hier eine Nachtkasse gibt. Also man kann hier kommen und gehen, wann man will. Wir werden hier heute auch noch den Tag verbringen, weil man hier auch sehr schön wandern kann. Ah, wie schön auch mit diesem Wald hier, ne? Und ein See ist ebenfalls direkt am Campingplatz gelegen. Eine kleine Unke. Oder ein Frosch. Eine Unke oder ein Frosch? Ich glaube, die hat so Warzen auf dem Rücken, deswegen ist es eine Kröte. Entsetzt darüber, dass wir über seine Gattung rätseln, taucht das Tier unter.
Schmetterlinge haben hier gerade Probleme, sich bei dem Wind festzuhalten. Ja, das ist schon richtig windig. Also wir können das Zelt hier gerade doch wohl bei Wind testen. Es ist doch ziemlich... Wozu braucht man so ein riesengroßes Zelt, um da sein Motorrad reinzustellen? Eigentlich ja nicht, weil so ein Motorrad, das braucht nicht unbedingt trocken gehalten zu werden auf so einer Tour. Das stimmt natürlich. Wenn ihr allerdings das Motorrad ins Zelt stellt, während ihr darin schlafen wollt, ist natürlich wichtig darauf zu achten, dass ihr das von der Schlafkabine wegstellt, so wie ich das auch gemacht hatte, dass wenn es umkippt, dass es nicht auf euch drauf fällt. Genau, dafür braucht man es nicht unbedingt. Nein, dafür habe ich dieses Zelt auch nicht in erster Linie, sondern ich finde das total schön hier, einfach auch mal an so Ruhetagen oder wenn es windig ist wie jetzt, sich ganz geschützt hinsetzen zu können und unabhängig zu sein davon, ob es regnet oder nicht und einfach hier seinen Kaffee kochen zu können. Ich lese ja gerade, sagt dem Abenteuer, ich komme von Lea Rieck zum zweiten Mal. Also ich habe es beim ersten Mal ehrlich gesagt nicht ganz zu Ende gelesen. Deswegen gebe ich jetzt hier mal mir einen zweiten Anlauf. Leidenschaft. Oh komm, wir rezitieren mal hier ein kleines bisschen aus ihrem Buch. Ich habe es gerade, da ist es doch. Wenn ich die Seite aufschlagen kann bei dem Wind hier. Wie weit würdest du für die Dinge gehen, die du gern hast? Was würde passieren, wenn man sie dir nimmt? Würdest du bleiben und verzichten oder würdest du dich auf den Weg zu einem, oh, ist das laut hier mit dem Zelt, zu einem Ort machen, an dem vielleicht alles besser ist? Oh je, schon wieder ein Kameracrash hier. Das ist ja hier Lea Rieck. Das war auch schon ein kleines Abenteuer für die Kamera heute. Jetzt haben wir natürlich richtig Glück mit dem Wetter, aber das ist ja nicht immer so. Von daher finde ich, ist das Zelt richtig geil. Auch Freunde, wenn man Rückenschmerzen hat. Ich bin ein Kandidat, ich habe mit dem Rücken zu kämpfen und das ist natürlich hier wirklich ein Riesenvorteil. Ich werde auch nicht jünger. Die Leute, die viel zelten und schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Das ist einfach so eine Sache, wenn du immer nur gebeugt gehen kannst in dem Zelt, und das war bei dem Expert zum Beispiel so, dann geht dir das irgendwann richtig auf die Nerven, weil dein Rücken weh tut. Ne? Und da bringt es auch nichts, dass man wenigstens nicht mehr nur hocken muss, sondern gebeugt gehen kann, ist scheißegal. Es tut trotzdem weh. Und nur dieses gerade und aufrecht stehen können, ist das, was dem Rücken dann hilft. Ja, das genieße ich hier bei diesem Zelt wirklich sehr. Also es ist schon ordentlich windig. So, Chefkoch Julian ist hier wieder am Werk. Wir nutzen das hier gerade mal, um uns windgeschützt noch was zu kochen, ohne dass uns das ganze Gas hier durch die Gegend fliegt. Also die Flamme, meine ich. Das ist natürlich Wahnsinn, was man hier für einen Platz drin hat, dass man hier einfach so sitzen kann mit Stühlen, 2 Personen, so ein Tischchen in der Mitte aufgebaut und sich was kochen kann. Na, das ist natürlich schon echt ein Vorteil bei so einem Riesenzelt. Wenn es jetzt mal regnet, dann kannst du das genauso machen. Das kannst du bei so einem kleinen natürlich nicht. Ich glaube, ich habe zu viel. Wasser habe ich auch. Wir haben aber auch Salz noch dabei. Ja, also hier ist die Nudel echt eine Sache für sich. Auch eine Nudelsuppe? Über Geld spricht man nicht. Ich finde, da kann man schon drüber sprechen. Es hatten sich halt auch einige in Kommentaren unter dem letzten Video, wo ich das Zelt vorgestellt habe, zum ersten Mal geäußert und meinen, ich weiß nicht, was sind das, 600 € sind mir zu viel, das ist ein Batzen Geld. Ja, ich kann das verstehen. Allerdings im Vergleich zu den Zelten, die ich sonst habe, ich hatte ja zuerst das Redverse Hawk 2, das hat auch 500 € gekostet. Das Expat Outer Space 3, was wir jetzt zuletzt vorgestellt hatten, das hat auch 800 € gekostet. Also von daher, ich denke, ein gutes Zelt von einer Marke, was hohe Qualität aufweist, da muss man sich da irgendwo eingruppieren, zumal es einfach auch noch Zelte gibt von zum Beispiel Hilleberg, die sind halt deutlich höher. Da liegt ihr locker schnell mal bei über 1500 bis 2000 €. Klar, man kann es auch mit einem ganz günstigen Zelt versuchen. Ich habe einfach keine Lust, mir ständig ein neues Zelt zu kaufen und deswegen setze ich dann auf eins, wo ich auch auf die Qualität, auf den Namen der Marke zählen kann. Und ich denke, Lone Rider, da habe ich auch schon gelesen, einige von euch benutzen das Zelt schon,
ist natürlich richtig hochwertig von der Qualität. Die Reißverschlüsse, da klemmt nichts, da ist nochmal so ein extra Schutz drüber. Das ist auch echt sehr dickes Material. Ihr habt hier so kleine Netze, wo ihr die Abspannleinen reintun könnt. Die leuchten nachts, dass ihr da nicht drüber stolpert. Also die reflektieren, so nennt man das, glaube ich, fachmännisch. Wenn ihr euch für das Zelt interessiert, dann klickt doch mal auf den Link in der Infobox. Wenn ihr darüber das Zelt bestellt, dann unterstützt ihr sogar noch diesen Kanal und die zukünftigen Reisen und Touren. Jetzt fangen die da hinten an, mit der Motorsäge irgendwas zu bohren. Ich glaube, es ist genug. Wenn euch noch irgendwelche Fragen auf dem Herzen liegen, dann schreibt die einfach gerne in die Kommentare. Ich beantworte die dann im Laufe der nächsten Videos. Dadurch, dass die Schlaufen, wo die Stangen durchkommen, relativ viel Platz haben, ist es viel, viel angenehmer, die Stangen da durchzuführen, als wenn die jetzt eng wären und man dann ständig irgendwie hängen bleibt mit den Stangen. Deswegen ist das hier sehr, sehr leicht, das auch wieder abzubauen. Und das mache ich jetzt. So, das hat jetzt ungefähr 2 Minuten gedauert. Also auch kein großer Aufwand. Einfach darauf achten, dass bei so einem Wind hier vorher möglichst flach hinzulegen und dann die Stangen rausziehen. Das geht wirklich, wirklich gut. So, und ich habe dann immer noch gerne so Schnüre dabei, mit denen ich das Zelt jetzt quasi nochmal so in der Form, wie es jetzt zusammengerollt ist, fixieren kann, damit es leichter in den Sack passt. Wir hatten das Zelt jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Heringen befestigt. 2 nehmen wir noch mit als Ersatz. Hier haben wir jetzt 60 und hier haben wir ja, so 27, 26. Das Ganze passt jetzt nämlich hier oben in die 50 Liter Rackpack-Tasche. Und nicht nur das, da haben wir noch den Tisch drin und 2 Stühle. So, die Heringe und die Sicherheitsplane, die kommen da jetzt einfach separat nochmal rein, damit es einfach gut passt. Jetzt könnt ihr mal reinschauen hier in die Tasche, wie das Ganze aussieht. Maßband kommt auch noch oben drauf. So. So verabschieden wir uns nach dieser schönen Auszeit in der Natur wieder vom Teutoburger Wald. Diese Tour hat uns mal wieder bewiesen, es braucht nicht viel, um das Leben zu verschönern. Ein Motorrad, ein Zelt, ein Ort zum Übernachten und das Wochenende ist perfekt. Na, hast du Motorrad und Zelt schon gepackt?